arbeite als Physiotherapeut und Schmerztherapeut in einem Gesundheitszentrum in St. Peter-Ording. Genau. Ich mach hier viel Kraftsport, Mhm. genau, also hauptsächlich Gerätetraining, ja. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich also während des Trainings mehr Energie habe, dass die Regenerationszeit für mich sich auch kürzer angefühlt hat. Also dass ich dann auch wieder Mhm. eher leistungsbereit war. Also vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns über deine Erfahrungen mit Synthesis zu reden. Mhm, Und gerne. ich muss jetzt selber vorab noch einiges fragen, oder du kannst bestimmt einiges einfach so erzählen, wie du, äh, wie du zu Synthesis gekommen bist und genau dich kurz vorstellen, wie alt du bist, was du machst und halt dann die Entscheidung, Synthesis als Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Genau, wir können ja so anfangen. Okay. Genau, Also mein Name weißt du ja schon, ich bin Alex. genau. Ich bin 42, Mhm. arbeite als Physiotherapeut und Schmerztherapeut in einem Gesundheitszentrum in St. Peter-Ording Okay. und habe dort einen Kollegen gehabt, der jetzt aber im Ruhestand ist. Der kommt ursprünglich aus Russland und Hm. der war zu früheren Zeiten Chemikant und irgendwann ist er auf Synthesit gestoßen. Also wie er dazu gekommen ist, weiß ich jetzt nicht, aber wir haben viel darüber gesprochen und er hat das auch sämtlichen Leuten schon empfohlen, auch Krebspatienten. Unter Hm. anderem seine Frau hat Krebs, die er dann mit Synthesis versorgt hat und der es jetzt richtig gut geht auch. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt so keine großen gesundheitlichen Probleme, aber ich mache halt viel Sport und wollte es halt einfach mal ausprobieren, wie sich das dann so ja, oder auf meine Leistung dann auch auswirkt. Wie Und lange nimmst du Regener es schon? also jetzt das zweite Mal und ich bin jetzt wieder 2 Wochen dabei am Stück. Also jetzt schon Genau. die zweite Flasche? Oder? Ja, ich hatte es immer vor einiger Zeit genommen und dann hatte ich Okay. eine kurze Pause und jetzt habe ich wieder gestartet damit und bin jetzt 2 Wochen am Stück wieder dabei. Und Genau. welches Synthesit nimmst du? Weil Die es gibt Tropfen. ja verschiedene. Okay, die Tropfen. Mhm. Okay. Genau. Die Schweizer Tropfen? Nee, Die aus meine Frau hat es, Russland? genau, Die aus Russland, okay. genau. Ja. Okay. Die sind ja von Okay. der Konzentration her ein bisschen höher, meine ich, ne? Ja, Im ja, Vergleich zu den Schweizern, ja. ja. Genau. Mhm. Und ähm, genau, bezüglich deinen Erfahrungen, ob du Unterschiede gemerkt hast in deinen sportlichen Leistungen oder Mhm. was machst du genau, wenn du, oder ja, wenn du Sport machst Also vielleicht, genau. ich mach hier viel Kraftsport, Hm. genau, also hauptsächlich Gerätetraining, ja. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich also während des Trainings mehr Energie habe, dass die Regenerationszeit für mich sich auch kürzer angefühlt hat. Also dass ich dann auch wieder Hm. eher leistungsbereit war. Also das habe ich schon deutlich gespürt und auch so im Alltag etwas wacher bin und leistungsfähiger, Hm. auch was die Arbeit an Patienten angeht. Und Und wann nimmst du Synthesit immer ein? ich nehme es gleich morgens Immer auf nüchternen morgens. Magen. Genau, Genau. okay. Okay. Und hast du dann auch, oder ist es dir dann auch so vorgekommen, dass du jetzt häufiger Trainingseinheiten hast oder machst du jetzt mehr Training wie vorher, Ich dadurch, habe dass die ja, Regenerierungszeit jetzt verkürzt ist? hm, Hm. also ich habe ja so meinen festen Trainingsplan, Okay. an den halte ich mich ja insoweit auch. Aber ich habe eben das Gefühl, dass ich dann, wenn ich im Training bin, dass ich deutlich mehr machen könnte als vorher. Also das Hm. ist so den Unterschied, den ich da merke. Wie lange trainierst du immer, wenn du eine Trainingseinheit machst? 90 Minuten in etwa. Okay. Und ist es Und dann das Ganze dreimal die Woche. Ganzkörpertraining oder du teilst das ein? Ich habe einen Split, genau. Okay. Also auf die Woche eben den ganzen Körper und dann Montag zum Beispiel Brust und Trizeps, Hm. Mittwoch Rücken, Bizeps und dann am Freitag Schultern und die Beine. Okay, Genau. genau. Gut. Und hast du sonst noch anderes bemerkt? Ja, wie gesagt, also gesundheitliche Einschränkungen habe ich jetzt so nicht. Ja.
deswegen kann ich dazu jetzt auch nicht viel sagen, Okay. wie es dann wäre. Aber jetzt geht ja jetzt eigentlich um mich, aber die Erfahrung, die meine Frau gemacht hat, die hat Mhm. mit den Nasennebenhöhlen Probleme. Ja. Sie nimmt das auch. Sie nimmt es jetzt auch schon länger am Stück als ich. Und sie hatte immer das Problem, dass sie nicht richtig riechen kann. Mhm. Und auch das hat sich deutlich verbessert bei ihr. Mhm. Also das sind jetzt so die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Oder Okay. das, was sie sagt. Und wie ernährst du dich? Oder gibt's da Ja, ernährst du dich auf eine bestimmte Weise oder ist das ja, 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 ja. eher auch? Also ich versuche schon so naturbelassen wie möglich zu essen. Mhm. Durch den Sport ja auch sehr proteinreich. Mhm. Ich muss mal kurz meinen Akku dazu. Kein Problem. Mhm. So, da bin ich wieder. Okay. Genau, also ich versuche so naturbelassen wie möglich zu essen, viel Eiweiß, komplexe Kohlenhydrate, ja auch auf die Fette achte ich, ungesättigte, mehrfach ungesättigte Fette, Mhm. genau, keine Fertigprodukte. Ja, okay. Und hast du vielleicht gemerkt, dass du etwas abgenommen hast oder zugenommen? Durch, Ähm, gut, also ich habe jetzt auch gerade so ein Minicut gefahren, also dass mhm. ich im Moment also ein starkes Kaloriendefizit gefahren bin. Dadurch habe ich natürlich auch abgenommen. Okay, Aber das fällt das ist zeitgleich jetzt mit der Phase, wo ich das Synthesit nehme. okay. Also ja, habe ich, Ja. aber das führe ich natürlich jetzt auch auf den umgestellten Ernährungsplan zurück. Genau. Und nimmst du auch noch andere Nahrungsergänzungsmittel? Ja, also ich nehme Eiweißpulver, Okay. Proteinpulver, also gerade nach dem Sport, dann Vitamin D, nehme ich Omega-3, Ja. Zink, Magnesium, ähm, ich glaube, das war so im Großen und Ganzen. Und dann noch ein paar Aminosäuren, also Okay. Beta-Alanin, Citrullin-Malat, AAKG, also so ein Arginin und Kreatin. Das sind eigentlich so meine Ergänzungsmittel. Und wie lange nimmst du die schon? Und das mache ich schon über einen langen Zeitraum, Okay. also schon Jahre. Ja. Und Und Vitamin C auch. wie lange treibst du schon Kraftsport? Oder wie hat das angefangen bei dir? Also ich mache mein Leben lang schon Sport. Ja. Früher Touren, Boxen, viel Okay. Radsport, also auch Rennrad. Da war ich eher so im Ausdauerbereich und ich meine 2004 ungefähr bin ich dann ins Gerätetraining eingestiegen, in den Kraftsport. Und seitdem mache ich das dann auch Hm. durchweg, ohne Pause. Und was war deine Motivation damals, damit anzufangen? Oder ja, den Bereich zu ändern? Also ich bin parallel dann auch noch weiter Rennrad gefahren Hm. und wollte jetzt auch durch die Arbeit, wollte ich einfach meinen Körper auch ein bisschen stärken und habe auch gemerkt, dass Radfahren ist ja dann doch, oder gerade Rennrad, durch die Körperhaltung ist es ja doch sehr einseitig und wollte da so einen Ausgleich schaffen und Ja. habe dann gemerkt, dass es mir recht viel Spaß macht und bin dann dabei geblieben und ja, habe da nur positive Erfahrungen mitgemacht. Also Ja. einerseits ja, fühlt man sich dann natürlich auch ja, viel besser, wenn man was macht. Und für die Arbeit fühle ich mich auch belastbarer. Und von daher bin ich dabei auch geblieben. Also ich könnte es mir auch gar nicht ohne Sport vorstellen. Und auch Ja. nicht ohne Gerätesport. Ja. Nee, super. Genau. Und warum hattest du dich, gut, du hattest gesagt, dein Freund hatte das jetzt mehr oder weniger empfohlen, aber hatte er Mhm. dann eher das Flüssig empfohlen oder warum hattest du dich für Ja. das Flüssige Ja, entschieden? Okay. ja, genau. Das hat er empfohlen. Ja. Hm, okay. Und überlegst du auch mal die Kapseln auszuprobieren? Also Oder wäre jetzt bisher auch. bin ich mit den Tropfen ganz gut Ja, zurechtgekommen. Ich meine, von der Konzentration her ist es ja ähnlich, ja, schätze ich mal. Also es wird keine großen Unterschiede geben. Die Vitaminpräparate nehme ich auch, also Vitamin D nehme ich auch als Tropfen und komme dann mit der Dosierung auch ganz gut zurecht. ja. Also von daher ist das auch ganz bequem Und du mit der nimmst es auch Einnahme. zu anderen Zeitpunkten, oder? Also jetzt Das sind es Vitamin D? deine anderen Nahrungsergänzungsmittel oder nimmst du alles zusammen? Nein, nein. Also Ja, das Synthesit nehme ich morgens auf okay. nüchternen Magen und das Kreatin auch Hm. mit dem Beta-Alanin. Genau. Und die anderen Und dann dann abends oder über den nach dem Tag Training? verteilt. Ah, über den Tag verteilt. Genau. Okay. Ja.
Und trainierst du Mhm. dann meistens abends nach der Arbeit oder? Ja, Okay. ja, genau. Und am Wochenende? Da ist es dann genauso. Also Synthesit nehme ich immer morgens, Ach so, nüchtern Magen, mit ja, dem Kreatin zusammen. Und ja, mit dem Eiweiß dann je nachdem, wie gerade so mein Bedarf ist. Ob ich das okay. jetzt wenn ich das mit der Nahrung alles reinbekomme, dann nehme ich auch keine Shakes. Aber Hm, die Aminosäuren, die nehme ich auch im okay, Grunde genommen täglich. Bis auf das Citrullin-Malat, das nehme ich immer vor dem Training. verstehe. Genau. Nee, gut. Okay, super. Mhm. Wenn, magst du noch etwas anderen Synthesit Überlegern oder Zuschauern sagen oder raten? Als, weiß nicht, als Abschlusswort. Ja, also da komme ich nochmal auf meinen Kollegen zurück, Okay? dessen Frau ja an Krebs erkrankt ist, Ja, wo die Ärzte auch gesagt haben, dass es da jetzt von der Prognose her nicht so gut aussieht. okay. Und Was hat er für sie einen hatte, Krebs? sie hatte Sie. Brustkrebs. Sie hatte Brustkrebs. Okay, und jetzt Genau, befindet sie sich in der Erholungsphase? Oder es ist jetzt genau. abgeschlossen? Die Behandlungen sind Ja, genau, abgeschlossen? Okay. genau, Und genau, jetzt, okay. Und sie genau. nimmt auch die Kapseln oder? Sie hat auch die Tropfen Sie hat bekommen. auch die Tropfen? Okay. Genau, Und sie nimmt sie immer genau. noch? Ja, Okay. Und aktuell jetzt, immer noch. wie viel, Genau. also gut, ihr Ihr Zustand ist geht's jetzt gut. erst stabil. Okay, ihr geht's gut. Ja, Ja, nee, super. genau. Okay. Ja. Na, also von daher würde ich das jedem, der irgendwelche gesundheitlichen Einschränkungen hat, Hm. würde ich das empfehlen, auf jeden Fall ausprobieren. Okay. Ja, und gerade für mich jetzt auch, wenn ich als Sportler spreche, habe ich auch eine positive Erfahrung gemacht. Wie ich ja eben eingangs schon sagte, die Regenerationszeit hat sich für mich ja spürbar verkürzt und auch während des Trainings fühle ich mich deutlich leistungsfähiger. Ja. Also könnte da, wenn ich mit meinem Training fertig bin mit meinem Trainingsplan, könnte ich eigentlich noch ein paar Übungen ranhängen, Hm. weil ich mich eben noch so gut fühle. Nee, super. Genau. Ja. Ja. Machst du das dann auch manchmal, um auszuprobieren, wie dein Limit ist? Ja, 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 okay. genau. Genau. Also ich möchte eigentlich nicht über die 90 Minuten kommen, Ja, verstehe. aber ich mache dann noch mal ein paar Zusatzübungen Okay. mitunter. Okay, Genau. okay, nee, gut, Je nachdem, gut. wie viel Zeit auch erlaubt. Ja. Nee, super. Dann vielen lieben Dank für deine Zeit Ja, sehr gerne. Ich danke. und dann wünsche ich dir noch eine schöne Zeit. Wenn du Fragen hast, du kannst uns jederzeit kontaktieren und wir freuen uns Mhm, auch noch super. auf zukünftige Rückmeldungen oder dann vielleicht Gespräche nach einem Jahr oder nach ein paar Mhm, Monaten, ob gerne. sich da noch was anderes ergeben hat. Dann, nee, Gerne. dann ansonsten vielen lieben Dank und bis dahin. Alles Bis Gute. dann.